So, wie schauen wir denn aus jetzt mal? Jetzt warte mal ganz kurz. Auf was? Das ist, kannst schon wieder nicht erwarten, oder wie? Ja. Sondern das mal eher, das sieht man mal, wie gut sich die Leute wieder um dich kümmern, weil normalerweise steht hier Customer Parking Entrance, aber weil natürlich der Robert mit dabei ist, extra hier natürlich das VIP muss da dabei stehen, oder? Richtig. So sieht's aus. Richtig und wichtig sogar. Und Leute, ich habe mich auf diesen Tag heute, habe ich mich wirklich schon seit Wochen gefreut. Du dich auch, oder Robert? Nicht nur seit Wochen. Nachdem du ja dann mal wieder einen neuen Daily brauchst, oder? Schon wieder. Denn Leute, wir befinden uns hier in England im Headquarter von Aston Martin. Und komm, wir sagen es auch direkt, denn es ist soweit. Der allererste SUV wird in die Autosammlung kommen. Und zwar der DBX 707. Okay, aber kein Valkyrie. Ich dachte, wir sind dafür da. Ja, den hast du doch schon bestellt. Ja, einen habe ich bestellt und du? Ja, das weiß ich noch nicht. Okay, ja, Heute schauen wir ist doch mal. Fokus, Robert, heute ist Fokus DBX 707. Mein Gott. Kannst ja, du okay. wieder nicht erwarten, oder? Nee. Du hast ja gesagt, du brauchst wieder ein Daily. Ja, klar. Du willst ja wieder hochsitzen, weil, Richtig, weil die hochsitzen, anderen viel Autos sind dir Platz. wieder zu tief und der ist ja so komfortabel. Den fandest du so schön, das Auto. Komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ja. Denn Leute, ich kann mich noch an den Tag erinnern, als ich auf Sardinien gewesen bin, bei der Presseveranstaltung von Aston Martin für den DBX 707. Linker Fuß auf die Bremse und los geht's. Alter, ja okay, er dreht nur durch. Alter, der Sound! Und da dachte ich mir wirklich, alter Schwede, ist das Ding geil. Aber auf der anderen Seite, ich bin halt einfach 0,0 ein SUV-Fahrer gewesen. So, und dann sind wir aber das Auto auch noch auf der Rennstrecke gefahren. Alter! Und ich habe das Auto wirklich über letztes Jahr 2022 ja, mehrmals getestet, mehrmals gefahren. 300, 302. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, so ein Ding muss her. Und wir haben da wirklich einiges mit euch dieses Jahr vor, denn wir wollen natürlich einen Roadtrip machen. Also schauen wir mal, was uns da alles so mit der Zeit einfallen lassen wird. Aber wir werden schon erwartet. Robert wird schon wieder ganz hoch erwartet. Ja, und selbstverständlich. nachdem wir uns ja in England befinden, ich möchte es jetzt nur vorab sagen, bevor wir jetzt in die Richtung gehen, ich packe jetzt wieder meine schönen Englisch-Skills aus. Also der Konsti wird sich wieder darauf freuen, dass er wieder schön die Untertitel einblenden darf. Ja, ich würde sagen, wir legen los, oder? Ja, gehen wir mal rein. How are you doing? Michael, how are you? Good to see you. Good to see you. Welcome. Well, you got an amazing lineup here. We do. There's a couple of great cars here, some rare beasts. Yeah, the first one you see here, DBR 22, limited to 22 models. First time I ever see this, and yeah, 22 models only. Yeah, So very Robert, rare car. that's nothing for you. Unfortunately. Don't even think about it, right? Okay. Well, that's amazing. Very cool car. Full carbon body. Obviously taking inspiration from DBR1, the 1959 Le Yes. Mans winner, obviously. Yeah. Twin turbo V12. And again, each one will be totally unique and specified individually. And the spec is really nice with the brown leather. Look at even at the doors. You have everywhere the nice brown leather. Amazing. Stunning. Really, really classic. Yeah, very classy. Very classy. Wow. The exhaust system in the middle. Yeah. That's geil. Of course, a really nice feature I like on this car is like the really clean back end. Yes. So it's just one piece clam on the back there. Yeah, and it's huge. It's got a lot of presence, this car. That's stunning. That's stunning. But now it's getting even crazier behind Robert. One car behind you. This is the Aston Martin Valkyrie Spider. First time I ever see it. That's amazing. So this is a very, very special car. Again, limited to 85 models as the Spider configuration. Yep. So it'll be a hard top removable. So as you probably know, the Valkyrie Coupe is, once you've got your technique, is a lot easier, obviously fairly easy to get in and out of, but having that removable roof will just make that ingress, egress that bit easier again. Yep. But again, obviously Valkyrie, as you know, is full carbon tub, full carbon body, nearly 1,200 horsepower. Yeah, I remember the quick. day when I was allowed to drive it in Bahrain on the racetrack. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, ich durfte ja den Valkyrie auf der Rennstrecke in Bahrain fahren und das war wirklich, ja, musst du wirklich sagen, eine der geilsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte. Und einfach, wenn ihr euch das Auto hier jetzt anschaut und hier haben wir ihn jetzt als Spider-Version,
85 Stück limitiert. Just had to explain it in German. Yeah. When I was driving the car, it was such an incredible experience. And now seeing here the Spider, it looks... Wow. I think for most people, driving a Valkyrie is quite a life-changing moment. It's just the nature of how it's being created. It's obviously with that rigid 6.5 litre V12 bolted to the chassis. You know, it gives you the driving experience of a Valkyrie is very unique. It is like driving a race car on the road. And as you just mentioned, 6.5 Liter V12 Natural Aspirated. Leute, ihr müsst euch das mal reinziehen. Jetzt haben wir hier oben einfach kein Dach. Wir haben hier schön das Roof Scoop. Das muss ein Sound sein. Also ich meine, das ist ja schon geschlossen, ist das ja schon unglaublich gewesen und extrem laut, aber was halt eben geil ist. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt fahren wir hier Pässe entlang, Autobahn und dann einfach ohne Dach. I just was like, imagine you're driving there on the Autobahn, you're doing some nice mountain passes or even then on the racetrack. Yes. The emotions, the feeling, you cannot describe it in words. It's a moment in time, Valkyrie. It's a game changer. Very special car. Yeah. One we're really proud of. So, yeah. Obviously, you've had the lucky chance to drive it, and it's quite the thing, isn't it? Yes. A day to never forget. And how's this here? Got some wheels there. We do. So each car, obviously from whether it be DBR22, but more specifically here Valkyrie, has the opportunity to make a really unique one-of-one car. So we obviously have a number of samples here, whether that be wheels, paints, etc. Okay. But you can, again, create your own color if you wish as well. So each Valkyrie is unique, down to the specific taste and desires of each client. We have a number of different specials here. So whether it be pinstripes, variations on carbon fiber, again, accents on the carbon here. Yeah. So you have the checkerboard carbon here, Yeah. both in gloss and satin finish. Yeah. And of course, you've got some pretty incredible paints here. So again. Oh, it's changing the color. Look at this. Also, Leute, jetzt zieht euch das mal rein. Rot, Orange, Braun, Schwarz, Blau. Alter, was ist das denn? That's amazing. So on a car like Valkyrie, again, we have a lot of body shape. A color like this will really pick that out, and you'll really see the flip. Yeah, now imagine this on the... Yeah. Alter, Leute, wenn der in der Sonne steht, in der Farbe, und da stehst du einmal links, stehst du rechts, that's stunning. Very cool. Und das, Leute, ist nämlich auch das, was ich beim Valkyrie festgestellt habe. Es ist nicht nur die Performance, was ja absolut Endstufe ist, sondern wirklich auch diese ganzen kleinen Details, wie zum Beispiel, what's that? So. There we are. This is what I was just mentioning. So this is one of the great stories around Valkyrie. So an Aston Martin should have an Aston Martin badge, of course. But obviously, following what the Valkyrie is, which is an ultra lightweight performance hypercar, the badge should also be that as well. So there's two options. One is this titanium badge, which you'll feel is very, very lightweight. Very light, yeah. And then the second is this thinner than a human hair, and it's metal. Actual metal badge. Yeah. So this goes underneath the gloss lacquer. Yeah. And again, when you feel the car, you can't feel it. Yes. You'd almost think it was a decal. Yes. But it's not. It's real, machined, engineered piece. It's a work of art. And as you can see, it's very, very thin. Alter, das ist einfach. Also, du denkst dir, das wäre ein Sticker, aber das ist halt einfach Metall. Und das ist das, was ich gerade meinte mit diesen ganzen kleinen Details, was hier Hand angelegt worden ist. Allein auch, das habe ich auch im Video gesagt, hier hinten das Rücklicht. Ja? Wenn du das mal dann abfilmst, Robert, das ist das kleinste Licht auf der ganzen Welt. Und die hätten es noch kleiner machen müssen, die hätten es noch kleiner machen können, aber dieses E-Logo muss da eben noch sein. Und das meine ich, diese ganzen kleinen Details, die findest du eigentlich bei so gut wie keinem anderen Fahrzeug. Amazing. Really, really stunning. Thank you very much. Da müssen wir echt ganz vorsichtig umgehen. Super. But you were obviously here to spec a very special car as well. I already see you. There we are. Yeah. There we are talking today. Stärkste SUV, Leute. Ja? Ja, also
Soll es anscheinend sein. Ja, klar. Und bin ich mir auch ziemlich sicher, so oft wie wir das Auto schon gefahren sind, Eben. ist es definitiv der schnellste und der geilste SUV. Das auf jeden Fall. So yeah, obviously DBX 707, world's fastest SUV. And again, you know, being an Aston Martin, you have a number of different personalization options and Yes. options to choose from on the configurator, which I believe you're well familiar with. Yes. And no doubt will make a very unique, individual, special car. Robert, he knows about everything. Yeah, so sure. I think the easiest is we do the configuration, we both together. Ja. Und da können wir auch wenigstens wieder in Deutsch reden, dass ich Ja, nicht die ganze Zeit richtig. so meine Ich Englisch-Skills kann hier alles mit auspacken Englisch, muss, alles oder? gut. Thank you very much. Pleasure. So then we will go ahead. And ja, schauen wir mal, was wir hier so machen, oder Robert? Machen wir doch, oder? Alles klar, leg mal los. Auf geht's. Robert, jetzt fühle ich mich aber beobachtet, weil da so ein Monitor ist. Ja. So, jetzt nehme ich auch noch auf. Jetzt sehe ich erstmal, was du für einen schönen Pulli heute anhast. Ist aber richtig weich, du flauschig, sag mal. Hä? Der ist richtig flauschig. Polyester. Ist ja Wahnsinn. Warte, fast wäre es Liegefutter machen. Sind wir auf Bildschirmaufnahme schon? Der Bildschirm nimmt auf, Ja? die Kamera nimmt auf. Sicher. Ja, ich hoffe es mal. Also Leute, wir legen los. DBX 707. Der stärkste Luxus-SUV, was es auf dem Markt gibt. 3,3 Sekunden 0 auf 100. Das ist ordentlich. Hä? Ordentlich. Das ist richtig ordentlich, definitiv. Und ich würde sagen, wir klicken hier unten rechts auf Start Configuration. Und was man von Anfang an dazu sagen muss, Leute, wir haben das Auto schon konfiguriert. Wir haben uns auch schon für die Konfiguration entschieden. Aber wir möchten euch dann nochmal zeigen, was es einerseits an Möglichkeiten gibt und natürlich dann auf der anderen Seite, wie letzten Endes unsere Konfiguration geworden ist. Und man muss wieder dazu sagen, der Robert, der hat da schon wieder so viel mitgeredet. Ja? Zu viel. Also es war ja wie mit dem Audi, ja, mit dem RS e-tron GT in dem Lila, hat er da jetzt auch schon wieder auf mich eingeredet, Ja. weil ich hätte ihn ja eigentlich anders bestellt gehabt. Aber wir machen ihn jetzt halt eben so, wie wir ihn letzten Endes final bestellt haben. Übrigens auch ziemlich geil, was ich hier gerade jetzt im Hintergrund sehe, das ist nämlich jetzt neu. Ja. Wir haben halt einfach das Formel-1-Auto da im Hintergrund. Stimmt, das habe ich auch noch nie gesehen. Das habe ich echt noch nicht gesehen. Und ich meine, wenn wir jetzt mal hier starten, wenn wir jetzt mal hier auf Paints gehen. Also allein, was es hier alles an Möglichkeiten gibt, was wir hier für Lackierungen auswählen können. Also ich meine, wir sehen sie hier auch rechts. Das hast du ja bestimmt schon alles gefilmt, oder Ja. Robert? Hast schon die ganzen Details eingeblendet, Ja, oder? du wüsstest, wie Perfekt, fleißig aber ich nicht, dass war. wieder zu professionell wird, das Nee, Ganze. auf gar keinen Fall. Also da haben wir wirklich extrem viele Möglichkeiten. So, wenn wir natürlich jetzt halt mal starten, also ich meine ganz klassisch haben wir hier schwarz, dann Grey, hier immer weiter übergehend, also allein wie viele graue Silbertöne es hier gibt. So, hier geht es dann jetzt schon weiter, sozusagen in die Mattlackierungen, bedeutet hier das sogenannte Satin Xenon Grey. Und übrigens, was ihr hier sehen könnt, denn hier nicht jede Lackierung hat hier nämlich so ein Q davor, so ein Q. Robert, jetzt bin wollte ich mal ich grad gespannt, wie gut du aufgepasst hast. Für was steht denn dieses Q? Also, junger Mann, das Q, das steht für das Individualisierungsprogramm von Aston Martin. Heißt quasi, nichts ist unmöglich. Ich habe mir sagen lassen, es ist eine junge Dame mit ihrem Lippenstift hergekommen und hat gesagt, hier, nimm den Lippenstift und hau den auf mein Auto drauf, weil die Farbe will ich fürs Auto haben. Okay, wo ist dein Lippenstift heute? Den habe ich im Hotel vergessen. Ach so, okay, verstehe. Richtig. Ja, also hier geht es dann weiter. Cumberland Grey, boah, das ist aber auch eine geile Farbe. Ja, und Dann haben wir hier Titanium Grey, Satin Titanium Grey und hier dann noch ein schönes Ultramarine Black. Das ist aber auch geil. Ja. So, und das ist aber jetzt nur eine von ganz vielen Farben, denn das Heilige war jetzt Scheiße. gerade nur Black and Grace Paint. Und ich meine, hier geht es jetzt weiter. Die ganzen blauen Töne haben wir jetzt halt Geil. hier übergehen bis in so ein Violett. Boah, das ist aber auch Heilige. krass. Hier ist Storm Purple, Boah, die sind aber beide das ist geil. schon. Dann geht es hier weiter in die grünen Töne. Ah, das ist schon hier wirklich, hier Ja, British Racing Green. Kermit Wenn dann. Green. Hier, das ist auch eine sehr geile Farbe. Aston Martin Racing Green ist die Formel 1 Lackierung, die Farbe. Also das ist schon hier dann weiter rot. Also
du kannst wirklich bei S-Martin, das ist wirklich der Wahnsinn, wie du dein Fahrzeug sowas von individualisieren kannst. Ja, du kannst wirklich auf blöd gesagt ein Wonnephon daraus machen. Ja, klar. Ja, nichts ist Bronze, unmöglich. orangene Farben, hier Silver, White. Also das ist wirklich schon verrückt. Aber wir wollen ja euch heute unsere Konfiguration zeigen. Und Müssen wir gleich wieder zurückgehen. mein Favorit wäre ja eigentlich hier, das kann ich euch zeigen, und zwar das Satin Ja, das sieht schon sehr geil aus. Xenion Grey gewesen. Ne? Aber der Robert, und ich habe das dann auch selber in Live gesehen, wir haben uns dann dafür entschieden, und zwar das Fahrzeug hier Da. in Satin Titanium Grey. Und wenn ich mich nicht ganz irre, müsste das hier diese Farbe sein. Die Lackierung müsste es sein. Und man das hier schön sehen kann. Stimmt. Ja, das ist schon. Ihr seht, Leute, weil, wenn es nämlich kurz einmal auf dem Konfigurator zeigt, wir können es ja in dem Titanium Grey, bedeutet Metallic Paint, Ja. aber wir haben natürlich gesagt, wir wollen ihn schön in Ja. matt haben. Und was halt nochmal das Geile ist, also ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, es ist ja nicht nur ein reiner Mattlack, sondern du hast ja wirklich auch so ein bisschen Metallic mit dabei. Also nicht nur dieses tiefe Matte. Und das ist eben, was diesen Lack so geil macht, dass du so ein bisschen so, ja, matt glänzenden Lack hast. Und deswegen haben wir uns für die Farbe entschieden gehabt. Wie gesagt, für mich wäre hier das Satin Xenion Grey wäre auf jeden Fall eine Wahl gewesen. Beziehungsweise, was ich eigentlich dann sonst genommen hätte, wäre, wo haben wir es hier jetzt halt nochmal? Nee, das wäre es nicht gewesen. Ah ja, hier. Satin S-Martin Racing Green. Also bedeutet das Ganze in Satin, ich glaube, das sieht schon auch richtig, richtig geil aus. Aber was du halt ganz ehrlich sagen musst, und da gebe ich dem Robert recht, weil hier das Satin S-Martin Racing Green, das ist halt andauernd aggressiv, ja, von der Lackierung her. Und währenddessen hier das Satin Titanium Grey ist halt auf der einen Seite sportlich, aber dann auf der anderen Seite extrem elegant. Und wir haben ja den schnellsten Luxus-SUV auf dem Markt und deswegen haben wir uns für die Farbe entschieden, weil das finde ich, und da habe ich dem Robert recht gegeben, das matcht hier wirklich am besten. Also, wir haben hier jetzt schon mal die Lackierung, jetzt geht es weiter. Wir wollen ja noch nicht auf den Innenraum eingehen. Exterior Features. Was haben wir denn da alles? Lower Gloss Black. Ah, hier. Das natürlich ist ja ganz klar. Carbon Fiber, Lower Package. Hier hinten Diffusor auf jeden Fall schon mal. Genau, das ist hier immer ganz wichtig. Und zwar, du kannst ja verschiedene Carbon-Pakete auswählen. Und wir haben natürlich hier das komplette Carbon-Paket genommen. Und zwar ganz wichtig ist hier, dass du eben den Frontspoiler vorne in dem Carbon hast. Die Seitenteile hast du komplett in Carbon. Und extrem wichtig ist meiner Meinung nach hier dieser Diffusor. Weil der Diffusor ist einerseits sowas von sexy, andererseits hat er natürlich auch seine Funktion. Und dann ist es natürlich auch so, in dem Carbon macht es einfach sowas von viel mehr her. Dann geht es hier weiter. Ja. Grill Finish soll man hier in hell haben. Aber jetzt zieht euch das mal rein, wenn er in dunkel ist. Ey, Also, wie viel, da braucht man gar nicht drüber wie viel reden. aggressiver der gleich dasteht. Boah, das ist geil. Und dann geht es weiter. Das ist jetzt wieder so ein Thema gewesen. Felgen, denn allein Felgen, was wir hier alles auswählen können. Wir haben einmal hier die 22 Sport Felgen, dann haben wir das Ganze hier in Satin Black, dann hier Sport Gloss Black, so hier noch weiter, das ist verrückt. Also Felgendesign ist das hier schon echt extrem viel. So, das ist hier schon Porno, muss man schon fast sagen. Das ist definitiv too much, aber jetzt geht's weiter. Es ist nicht nur das 22 Zoll Serie ist, es geht hier nämlich weiter dann auf 23 Zoll und jetzt wird das ganze Thema natürlich schon spannender. Krass, Mann. Also das wusste ich gar nicht, dass man da so viele Felgen auswählen kann, das ist ja verrückt. Wahnsinn. Ja, vom Felgendesign her war es ein bisschen schwierig, ob die Konfiguration oder die Felgen. Und Ja, also ich finde definitiv die Felgen, weil ja. ist auch wieder sportlich und passt zum Auto. Ja. Hier ist es halt mit der weißen Umrandung, ja, weiß ich nicht. Also
Bin mal gespannt auf die Kommentare von euch, Leute, aber ich finde hier die komplett reinen schwarzen Felgen, finde ich, matchen hier am besten. So, weiter geht's zu den Bremsen. Allein, was wir hier jetzt auch schon wieder an Farben auswählen können. Also das ist schon... Das ist halt geil. Ich hatte das mal an. Bei anderen kannst du halt nur auswählen, Keramik oder nicht. Genau, und dann kannst du halt auswählen, wenn wir jetzt halt mal vom BMW reden, klar, Keramikbremse ist in dem Gold, ja, und Stahlbremse kannst du auswählen, ich glaube, blau, oder rot. Ich weiß gar nicht, ob du schwarz auch hast. Hier hast du schon wieder deutlich mehr Optionen. Allerdings finde ich, was halt am besten einfach matcht zur Außenlackierung, ist das Ganze hier schön bronzene. Ja. Weiter geht's, Taillights, auch ein wichtiger Faktor. Und zwar entweder ganz normal hier in Red, oder halt eben schön, aber wir wollen ja nicht normal. Gleich wieder, macht natürlich gleich wieder deutlich mehr her. Was ist das? Ach hier, Privacy Glass. Ja. Nee, Akustik brauchen wir nicht. Wir wollen natürlich ordentlich was hören vom Auto, deswegen hier verdunkelt lassen das Ganze ganz normal. Und dann geht es weiter. Jetzt geht es zum Innenraum. Jetzt wird es interessant, Leute, denn wir können uns hier von Anfang an verschiedene Konfigurationen auswählen, für verschiedene Konfigurationen entscheiden. Bedeutet, wir haben einmal Inspire Sport, dann geht es hier weiter und zwar, also mit der Maus irgendwie. Jetzt hat hier Inspire Komfort, bedeutet, da haben wir viel Leder verbaut, theoretisch auch einen Haufen Holz kann man auch optional mit dazu nehmen. Und wir wollen natürlich hier die sportlichste haben, bedeutet, wir müssen eins wieder rüber. Richtig. Da haben wir natürlich hier, wir sehen schon, schön mehr an Alcantara und das Ganze verbaut. So, dann gehen wir natürlich hier auf Start. So, dann sind wir jetzt hier bei Monoton und man kann natürlich das Ganze auch Duoton auswählen. Bedeutet, man kann hier 2 verschiedene Farben auswählen. Das heißt, jetzt auf Glück gesagt, hier jetzt in dem Oxford Tan zum Beispiel, nur damit wir das hier als Beispiel sehen, oder Spicy Red. Allerdings habe ich mir gedacht, pass auf, wir bleiben hier bei Monoton, bedeutet, wir lassen das Ganze hier schlicht in schwarz, gehen aber dann hier weiter. Allein, was wir hier dann uns, zieh das mal rein, was du da hier einfach alles konfigurieren kannst, den kompletten Dachhimmel in Spicy Red, ist schon sehr mutig, sagen wir es mal so. Wir lassen das Ganze in schwarz, was wir natürlich jetzt auch schon gemacht haben, das zeige ich euch jetzt gleich, und zwar hier Trim Inlay. Haben wir jetzt hier schon in den Carbon genommen, finde ich auch, ist definitiv ein Muss. Ja. So, aber jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Part, denn wir haben das hier schon ganz kurz nämlich da gezeigt gehabt, und zwar die ganzen Nähte, was wir hier an verschiedenen Farben auswählen können. Das ist auch schon wieder der Hammer. Und wenn wir uns jetzt halt nämlich anschauen, dass wir hier, Match. Kannst du auf Contrast genau, und jetzt gehen wir nämlich hier auf Contrast Stitching und jetzt zieht euch das nochmal rein. Wie viele das ist sowas von verrückt. AMR-Leim. Das sieht aber geil aus. Das hat auch was, aber das ist es nicht gewesen. Nee. Sondern, wo ist unsere Farbe? Ja, muss nochmal weiter rechts. Wenn wir hier nämlich jetzt schauen, weiß nicht, was meinst du, Robert? Blaue Nähte? Côte d'Azur Blue. Das sieht aber geil aus. Das hat auch schon was. Blue. Ja. Und was aber für mich natürlich am besten zur Außenlackierung passt, ist nicht hier AMR-Line, auch wenn das natürlich auch ganz geil aussieht, sondern wir haben hier das Electron Yellow genommen und das matcht 1:1 zur Außenlackierung. Und das ist für mich halt, wo ich jetzt sage, du hast den schwarzen Innenraum, hast die kompletten gelben Nähte. Wir können auch das Ganze mal nach vorne machen. Und es ist nicht zu viel. Also es ist wirklich, wo du sagst, es passt. Weil wenn du nämlich an der Seite hast du das Ganze schon in Wagenfarbe und dann nimmst du dann noch zusätzlich die gelben Nähte dazu, finde ich für mich persönlich schon wieder zu viel. Und so ist das Ganze schön schlicht gehalten und trotzdem extrem sportlich. So, wenn wir jetzt beim Thema Seatbelt sind, dann sehen wir hier, haben wir hier auch ein paar Farben zur Auswahl, aber für mich, wie gesagt, es soll sportlich, schlicht sein, aber trotzdem
dass der Innenraum gut auffällt. Deswegen lassen wir auch die Gurte ganz normal in schwarz. Wir wollen uns wirklich nur auf die Nähte fokussieren. Bedeutet, dass wir die in Gelb lassen. Dann geht es hier weiter. Theoretisch Teppich können wir auch wieder alles mögliche. Also du kannst jetzt das Auto, also den Innenraum, ist schon wirklich verrückt, was da personalisieren kannst. Allerdings lassen wir das Ganze auch schön schlicht in schwarz. Steering Wheel, ganz wichtig, ist ein Muss, finde ich immer wieder. Alcantara-Lenkrad, zieht euch das mal rein, wie viel mehr das gleich hierher macht. So, Trim Inlay haben wir ja schon ausgewählt. Richtig. Interior, ja, haben wir auch in Carbon. Jetzt bedeutet, jetzt haben wir hier den Innenraum, jetzt haben wir das alles geschafft. Also Chrom, achso, ja, den wollen wir natürlich hier schön Black Chrome, was wäre das? Das ist halt. Das ist genau in den Hell, aber wir wollen es natürlich Chrome. hier in dem schönen Dunkel haben. Toba. Ja, brauchen wir keinen, oder? Das werden wir mit dazu nehmen. Weil wir werden ja vielleicht auch mal das ein oder andere Auto hier mit dem stärksten Luxus-SUV ziehen. Werden mal auf die Rennstrecke oder sonst irgendwo hin. Dementsprechend definitiv kommt das rein als SUV-Modell. Was haben wir dann hier so weiter? Gut, da brauchen wir jetzt halt nichts mehr. Schauen wir mal. Also jetzt haben wir eigentlich das Auto so weit konfiguriert, was hier möglich ist. Und also man muss ja dazu sagen, Leute, man hat serienmäßig schon extrem viel mit dabei. Ja. Preise kann ich euch jetzt halt leider hier jetzt nicht nennen, weil keine Preise mit dabei sind. Müssen wir mal schauen, ob wir dann nochmal ein separates Video dazu drehen werden. Achso, das war hier nur Personalization. Schauen wir mal jetzt Accessoires. Weil da haben wir nämlich auch noch eine Sache mit dazu genommen. Was kann man denn da alles machen? Schau dir das mal an, was du da hier alles hast. Touring Package, das ist ja krass. Interior Protection Package, Da sehe ich doch was. Event Package. Was du da hier alles nehmen kannst, hier, da kannst du für dein Fahrrad, Snow Package, zum Skifahren, Golfen. Ja, das ist schon wieder verrückt. Das ist wirklich verrückt. Aber weißt du, was ich dazu genommen habe? Ich finde das ja irgendwie geil. Hier, und zwar das Pet Package. Das heißt extra schön für einen Hund, Mega. damit er auch Platz hat. Hier, da hat er ein schönes Sofa und alles. Und ich glaube, da gibt es sogar auch noch so einen Gartenschlauch mit dazu, dass du einen Hund sauber machen kannst. Ja? Oder dass wir uns duschen können. Ja, Eins von beiden, oder? Mal Zeit wieder. Ja, Leute, also das ist hier jetzt so die ganze Konfiguration. Also schauen wir das mal an, was du hier noch alles mit dazu nehmen kannst. Jetzt sehe ich das erst. Also hier genau das ist das, was ich meinte. Das ist hier die Dusche für einen Hund. Oder für uns halt, wenn wir unterwegs sind auf die Schnelle, wenn es sein muss. Ja quasi im Auto leben. Das ist schon mega geil. Also das habe ich jetzt selber hier noch nicht gesehen, was du hier alles noch mit dazu nehmen kannst. Aber wir kommen hier zur Summary jetzt, Leute. Und so wird unser DBX 707 ausschauen. Geil. Nochmal Satin Titanium Grey, außen, innen drinnen, schön schlicht in schwarz, in Alcantara das Ganze, mit den gelben Nähten, Alcantara Lenkrad und ja. Schwarz, Carbon, geil. Ja. Mega. Und vor allem auch ganz wichtig, damit wir einen Anhänger hinhängen können. Und schauen wir mal. Für die Hunde. Genau, und extra auch noch für die Hunde, wenn der Robert wieder seine 5 Hunde mit dabei hat, damit die auch Platz haben. Das ist ja auch ganz wichtig. Und ja, Leute, also um jetzt hier zum Abschluss zu kommen, ich kann es wirklich nicht erwarten, hier DBX 707, dass er in die Sammlung kommen wird. Und wir werden wirklich geile Videos da mit euch gemeinsam drehen, werden euch auf jeden Fall ordentlich mitnehmen. Und ja, Robert, du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nee, ist ein tolles Auto. Ich freue mich sehr. Endlich mal ein Auto mit sehr viel Platz. Also der M3 Touring hat ja schon viel Platz, aber der hat ja um Weiten mehr Platz. Ich bin echt gespannt. Auch ein großes Dankeschön an Aston Martin, dass wir hier zum Headquarter vorbeikommen durften. Leider dürfen wir euch da mit der Kamera nicht zu sehr mitnehmen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr geiler Tag hier gewesen. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir Schluss hier mit dem Video. Selbstverständlich. Robert, da drüben gibt es noch einiges zum Mittagessen. Schauen wir mal, ich würde sagen, da machen wir jetzt mal das Buffet auf, oder? Auf jeden Fall. Alles klar, Leute, dann sind wir raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.